willkommen zur heutigen YouTube-Sendung. An meiner Seite Alexander Eisel, schon viel gemacht auch in seinem Leben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Alexander, willst du mal anfangen? Was hast du so in deinem Leben bis jetzt gemacht? Also ich war zuerst sehr lange auf der Uni, komme aus dem Finance-Bereich, also ich habe am Beginn BWL und Informatik studiert. Das hat sich dann ganz gut ergeben, nachdem das sehr quantitativ ist, ein PhD, Doktorat in Finanzwirtschaft dann zu machen, haben wir damit sehr vielen empirischen Fragen im Finance-Bereich beschäftigt. Dann auch Blockchain und die ganze Crypto-Asset-Thematik, wie das begonnen hat. Und wie dann die Uni-Zeit zu Ende gegangen ist, du kennst das ja, Unistellen in Österreich sind dann enden wollend, habe ich ein Startup ausgegründet, das sich mit Bonitätsprüfungen im Bankdatenbereich beschäftigt und bin auch beim Austrian Blockchain Center dabei, das eben anwendungsorientierte Forschung für Blockchain und verwandte Technologien macht. ABC Research ist ja nicht nur sozusagen, wo du dabei bist, du bist der Geschäftsführer in dem Unternehmen, auch sozusagen, wenn du so vergleichst, Startup und jetzt aus der Universität heraus ABC Research gründen. Was ist da anders? Was muss man da bedenken? Wie ist da ergangen? ABC Research gründen ist was komplett anderes. ABC ist im Wesentlichen ein konsortiales Forschungsprojekt. Also wir führen ein Konsortium von mehr als 40 Partnern. Da muss man mal einen Konsortialvertrag und alles aufsetzen. Unsere Gesellschafterstruktur ist auch ganz anders. Also wir haben einen Trägerverein und einen Teil direkte Beteiligung von Hochschulen. Das heißt, allein die Verträge und alles abstimmen in der Anfangsphase, dass jeder damit einverstanden ist, ist durchaus eine andere Herausforderung als beim Startup. Da hat man natürlich auch dann mit Investoren und den ganzen Diskussionen sehr viel juristische Dinge auch zu tun, aber es ist dann schon nochmal ein anderes Level gewesen, das jetzt fürs ABC zu machen. Aber wenn ich mir das auch so anschaue, ist trotzdem, glaube ich, man fängt ja mit einer Idee an, schreibt ja nieder, was man machen möchte, jetzt in einem Forschungsantrag oder einem Antrag, was ja quasi ein bisschen wie ein Businessplan ist. Und die Realität ist ja dann trotzdem vielleicht auch ein bisschen anders, oder? Ist es dann geht so, wie man sich das vorstellt? Genau, vor allem es vergeht ja auch viel Zeit. Also wir haben fürs ABC einen sehr großen Antrag geschrieben, knapp bei 100 Seiten plus irgendwie noch Anhänge. Dann gab es ein Hearing bei der FFG vor internationalen Experten, bis wir dann eben die Zusage bekommen haben, dass wir eines der auserwählten neuen Zentren sind. Dann haben wir etwa ein Jahr gebraucht, alle Verträge abzustimmen und das Zentrum dann tatsächlich zu starten. Das ist jetzt circa 3 Jahre her. Und dann ist natürlich von dem, was man sich quasi vor 2 Jahren vom Start gedacht hat als Forschungsthema, gerade in einem Bereich wie Blockchain natürlich schon wieder vieles potenziell ein bisschen anders. Da können wir aber sehr agil sein, also auch die Forschungsfragen natürlich anpassen an die Realität und müssen nicht 2 Jahre in der Vergangenheit leben. Aber hast du da für dich so Methoden, Aufbau von Unternehmen ein bisschen mitnehmen können, weil du sucht ja Partner, mit denen du was zusammen machst, das heißt, es ist auch man sucht Kunden, mit denen man was gemeinsam hat. Ist das immer klar, welche Kunden, oder gibt es auch einen Prozess, den Sie für euch intern habt? Also wir haben natürlich ein sehr großes Netzwerk beim ABC, was schon sehr hilft. Also wir machen ja anwendungsorientierte Forschung, auch gemeinsam mit mehr als 10 Universitäten, die natürlich auch wissenschaftlich bei der Projektdefinition und bei dann den ersten Besprechungen mit Firmen auch dabei sind und quasi die Expertise auch einbringen. Trotzdem ist es natürlich eine spannende Herausforderung, weil man zuerst mal draufkommen muss, was die Unternehmen eigentlich genau wollen, wo jetzt die Forschungsfragen sind und dann natürlich auch, wie man das jetzt am besten abbildet. Dann erklären wir jetzt so ein Komet-Forschungszentrum, wie es wir jetzt sind, genau funktioniert, was die Förderung bedeutet, wie das alles abläuft, wie man da mitmachen kann. Was man tun muss, das ist schon eine Herausforderung. Wenn ich jetzt als Unternehmen mit euch zusammenarbeiten will, kann ich das? Was sind so die Anforderungen, dass ich mit euch zusammenarbeite? Genau, wir haben verschiedene Bereiche. Also jetzt der größte ist eben dieser geförderte Comet-Bereich, den ich erwähnt habe. Da muss man im Prinzip unserem Konsortium beitreten. Das geht relativ einfach. Die Beitrittserklärung ist kurz, der Konsortialvertrag ein bisschen länger, aber den kann man eigentlich nicht ändern. Also das ist take it or leave it. Und da muss man einfach mit uns quasi darüber sprechen, was die Forschungsinteressen sind, die Projekte. Das definieren wir dann gemeinsam und dann kann man eigentlich sehr unkompliziert und rasch losstarten. Was sind so die nächsten großen Themen bei euch? Also heute sind wir bei einer super Veranstaltung, die ihr mitorganisiert habt. Also bei uns ist natürlich ein großes Thema, erstens bekannter zu werden und auch international bekannter zu werden. Für uns als Zentrum, wir haben jetzt die Zwischenevaluierung nächstes Jahr, also wir sind jetzt auch gerade dabei, quasi unsere Forschungsergebnisse schön aufzubereiten und eben für die Zwischenevaluierung dann schön darzustellen. Und auch für die zweite Phase potenzielle neue Forschungsprojekte, das Forschungsprogramm für die nächsten 4 Jahre zu definieren, eventuell den einen oder anderen Partner auch dazu nehmen.
Also du hast einiges zu tun. Perfekt. Ja, dann sage ich danke für das Interview und freue mich schon auf die nächsten Schritte, die wir gemeinsam machen. Ja, vielen Dank und noch viel Spaß und Erfolg auf der Konferenz. Dankeschön. Danke. Ciao.